1583 hat man am Stadtrand von Kopenhagen eine natürliche Quelle entdeckt, die blitzschnell zum Tourismusmagneten wurde. Immer mehr Geschäftsleute und Schausteller haben sich hier angesiedelt und sich so früher oder später zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen. Bakken war geboren. Bakken bzw. Dyrehavsbakken ist der älteste noch existierende Freizeitpark der Welt. Man folgt hier dem Tivoli-Prinzip. Der Eintritt ist frei und der Park ist von vielen Seiten begehbar. Selber zahlen müsst ihr dann an den Attraktionen bzw. ihr zeigt euer Wristband vor. Das gibt's auch in verschiedenen Varianten. Die genauen Informationen dazu oder die Infos zu den Ride-Tickets bekommt ihr an den Kassen oder an den Eingängen. Beginnen wir unseren Rundgang am Haupteingang. Die erste Attraktion ist auch direkt etwas Besonderes. Marihönen ist zwar nur ein Tivoli Small, hat aber ein lustiges Gimmick in petto: die Winkepause. Nach ein paar Runden hält der Zug auf dem Lift an, damit die Kinder den Eltern, die warten, zuwinken können. Absolut kultig. An einem Kinderriesenrad und den ersten Spielbuden vorbei geht es geradewegs auf Afro-Koperne zu, einer Kaffeetastenfahrt aus dem Hause Mack. Um das Karussell fährt sogar eine kleine Jeep-Safari. Hier merkt man auf jeden Fall, was es bedeutet, auf kleinstem Platz zu bauen. Wir halten uns links und begegnen hier einigen klassischen Spielbuden. Hier gibt es zum Beispiel auch noch welche, bei denen ein Clown auf einer Stange sitzt und man ihn durch einen Schalter runterfallen lassen muss. Kostet nicht viel und ist eigentlich immer ein Spaß. Eine der neueren Attraktionen ist der 2014 eröffnete Gerstlauer Skyroller mit dem kreativen Namen Skyroller. Mit einer Höhe von 18 Metern ist er eine der höchsten Attraktionen Bakkens und kann auch wie die Skyflies mit der Interaktivität begeistern. Direkt daneben steht Extreme, ein seltenes Fahrgeschäft vom Typ Speedflip, gebaut von Mosa Rides. Je nach Fahrprogramm kann der Name passen oder auch eben nicht. Das Programm wird immer den Fahrgästen angepasst, daher kann Extreme auch von Kindern gefahren werden. Auf der linken Seite dürfte einem nun eine skurrile Front auffallen, die der MS Hurlumhey. Hierbei handelt es sich um ein gerne mal unterschätztes Funhaus mit einigen sehr coolen Elementen. Das Ganze hat die Thematisierung eines Schiffes und begeistert durch diverse Themenräume, Drehteller, Wackelböden und Liebe zum Detail. Sollte man auf keinen Fall verpassen. Wenn es euch bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, sollte es spätestens nun der Fall sein. Bakken ist mehr als ein Freizeitpark. Es ist zwar eine fest installierte Dauerkirmes, aber vielmehr noch ein Ausgehviertel und ein Treffpunkt für Jung und Alt. Hier trifft man Großfamilien, Leute jeglicher Altersklasse und alle haben ihren Spaß. Zwischen den Fahrgeschäften gibt es unzählige Spielbuden und Restaurants. Die Atmosphäre hier ist wirklich einzigartig. Nun aber weiter im Text. Linker Hand findet man nun, sie darf natürlich in keinem guten Ride-Portfolio fehlen, die Wilde Maus. Diese 2012 eröffnete Mack-Maus ist aus Lärmschutzgründen zum Teil eingehaust und komplett tiefer gelegt. Da die Maus zur modernen Generation gehört, fährt sich die Anlage natürlich tadellos und begeistert weiterhin Jung und Alt. Rechter Hand begegnet man nun einem seltenen und in Europa einmaligen Double Shot von S&S. Tan Güset ist mit 30 Metern nicht gerade der höchste, hat aber ziemlich Dampf unter der Haube. Besonderheit hierbei ist, dass man nicht nur hoch, sondern auch noch heruntergeschossen wird. Aufgrund der Höhenbeschränkungen in Bakken wurde auch Tan Güset etwas heruntergesetzt. Auf der linken Seite findet man nun eine der ältesten Anlagen Bakkens: Racing. Diese Zierer-Achterbahn vom Typ Flitzer reiste in den 80ern noch unter der deutschen Schaustellerfamilie Robbran, bis sie dann ihren Weg nach Bakken fand. Die Sitzposition ist ungewöhnlich, das Layout super kompakt und die Bahn geeignet für die ganze Familie. Gebremst wird hier übrigens auch noch per Hand. Vorbei an einigen super skurrilen Spielbuden erreichen wir quasi das andere Ende des Parks. Hier befindet sich mit Viking Skibet eine Schiffsschaukel und mit Polypen ein Schwarzkopfmonster 3. Diese Ecke des Parks erzeugt eher Kirmesflair. Polypen zum Beispiel kann aber mit der Musik und dem Einsatz von Nebel überzeugen. Auf der rechten Seite fällt einem nun ein etwas künstliches Schloss auf: Spögelses Torget. Dieser Attraktionstyp darf natürlich auf keiner Kirmes fehlen: die Geisterbahn. Von außen recht unscheinbar, lauern im Innern einige coole Effekte und sehr viel Dunkelheit.
Vorbei am Zierer Wasserrondell Dillon und dem 5D-Kino kommen wir zur nächsten Achterbahn. Mine Train Ulven. Die knapp 19 Meter hohe Anlage dreht seit 1997 ihre Runden und ist damit die erste Intermin-Anlage vom Typ Family Coaster überhaupt. Mit 65 km/h mag Ulven nicht der schnellste sein, aber aufgrund der Platzverhältnisse und des Layouts macht die Bahn einfach nur unfassbar viel Spaß. Darf man auf gar keinen Fall verpassen. Gegenüber findet man Rodeo-Bahn, ein Autoscooter mit ovaler Rennstrecke. Rodeo-Bahn erweist sich trotz des Alters immer noch größter Beliebtheit. Die nächste Attraktion, die uns nach einigen Restaurants etc. begegnet, ist die Wildwasserbahn Wandrutschebahn. Gut, die Anlage sieht auf den Stelzen jetzt nicht gerade toll aus und lässt Thematisierung vermissen, Spaß macht sie aber trotzdem. Gebaut von Reverchon bietet die Bahn 2 Drops, von denen der zweite auch sehr ordentlich ist. Skurril ist auf jeden Fall die kleine Drehscheibe vor der Abfahrt. Nun kommen wir wieder bei den Teetassen aus. Ein paar wenige Attraktionen fehlen uns aber noch. Wir begeben uns zurück zu Ulven, um von dort aus den großen Zwischengang aufzusuchen. Als erstes steht hier Safari, ein eigentlich ganz schön gestalteter interaktiver Dark Ride. Die Fahrt ist recht lang, führt auch über 2 Etagen, aber das Waffensystem macht hier einiges kaputt. Es gibt keine roten Punkte und die Waffen an sich sind wirklich schwer. Ohne Interaktion wäre es, glaube ich, die bessere Variante. Kommen wir nun zur vorletzten, aber wohl bekanntesten Attraktion Backens: Rutschebahnen. Seit 1932 dreht dieses Schätzchen von Holzachterbahn ihre Runden und begeistert seit jeher die Besucher. Mit einer Höhe von 22 Metern und einer Streckenlänge von 852 Metern ist Rutschebahn auch nicht ganz so klein. Bis 2010 fuhr die Anlage auch noch, wie die im Tivoli Kopenhagen, mit Bremsern. Seitdem sind aber bremserlose Kumbak-Züge unterwegs. Die Bahn macht auch immer noch Spaß, aber mit Bremsern wäre hier einiges mehr möglich. Schade, dass man sich hier für diesen Schritt entschieden hat. Letzte Achterbahn und letzte Attraktion im Bunde ist die bis dato noch einmalige Intermin-Achterbahn Tornado. Mit einer Höhe von 10 Metern und einer Strecke von 300 Metern ist Tornado jetzt nicht gerade hoch und auch nicht lang. Aber die Bahn ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass hier Spinning Chasen mit Schulterbügeln zum Einsatz kommt, nein, der Lift fungiert hier nämlich nicht als normaler Lift, sondern eher als Abschussrampe. Auf den letzten Metern werdet ihr extrem beschleunigt und ballert direkt in die erste Kurve. Die Bahn ist sicherlich nicht jedermanns Fall, aber dennoch ist sie was ganz Besonderes. Backen kann als der älteste Freizeitpark der Welt noch immer komplett begeistern. Das Flair und die ganze Atmosphäre sind absolut einzigartig. Jung und alt verbringen gemeinsam einen wundervollen Tag zusammen, das Ride-Portfolio bietet von allem etwas und man fühlt sich halt auch einfach wohl. Gegen Abend wird es meist noch voller, da der Park durch die Beleuchtung natürlich nochmal einiges an Atmosphäre zulegt. Wenn man mal in Kopenhagen ist, sollte man neben dem Innenstadt-Tivoli auf jeden Fall nach Backen mitnehmen. Ich meine, wer kann schon von sich behaupten, im ältesten Freizeitpark auf Erden gewesen zu sein?